Windenergieanlagen wandeln die kinetische Windenergie in elektrische Energie um. Dazu passen sie ihre mechanische Ausrichtung autonom an die jeweilige Windsituation an, um einen optimalen Energieertrag zu erzielen. Dies wird mit zwei Hauptbewegungen erreicht. Die erste Bewegung ist die sogenannte Yaw-Bewegung. Dabei wird die Gondel der Windenergieanlage, die auf dem Turm drehbar gelagert ist, um die Turmachse gedreht. So wird die von Rotor aufgespannte Fläche der Hauptwindrichtung nachgeführt. Der Antrieb ist in der Regel als elektrischer Mehrmotorenantrieb ausgeführt. Dabei arbeiten je nach Anlagengröße bis zu 16 Einzelantriebe über ein Ritzel auf einen gemeinsamen Zahnkranz. Die Herausforderung besteht dabei darin, die Antriebsleistung gleichmäßig auf alle Einzelachsen aufzuteilen und die Bewegungsführung so zu optimieren, dass sich ein minimaler Verschleiß der mechanischen Übertragungselemente ergibt. Die zweite Bewegung ist die sogenannte Pitch-Bewegung. Dabei werden die Rotorblätter über einen elektrischen Servoantrieb in einem Winkelbereich zwischen 0 und 90 Grad um ihre Längsachse verstellt. Die 90-Grad-Position zeichnet sich dabei dadurch aus, dass in dieser Position, unabhängig von der Windstärke, keine Auftriebskräfte auf das Rotorblatt wirken und somit kein Drehmoment auf den Rotor übertragen wird. Diese Position wird zum Abbremsen der Anlage angefahren und wird auch als Fahnenstellung bezeichnet. In der 0-Grad-Position der Blätter wird die optimale Auftriebskraft auf die Rotorblätter wirksam und das auf den Rotor übertragene Drehmoment wird maximal. In dieser Position befinden sich die Rotorblätter beim Anlauf der Windenergieanlage und in ihrem Teillastbetrieb. Sobald die Anlage mit steigender Windgeschwindigkeit ihre Nennleistung erreicht, begrenzt die Betriebsführung die Rotordrehzahl auf ihren Nennwert. Dazu wird im Pitchwinkel als Stellgröße dynamisch im Bereich von 0 bis ca. 30 Grad eingestellt. Bei weiter steigender Windgeschwindigkeit muss die Anlage ab einem bestimmten Punkt außer Betrieb gesetzt werden. Dazu werden die Rotorblätter in die Fahnenstellung positioniert und die Anlage wird abgebremst. Diese Bewegung muss auch bei Netzausfall oder bei Unterbrechung der Feldbuskommunikation zur Betriebsführung autonom und mit einer hohen Zuverlässigkeit durchgeführt werden. Aus diesem Grund werden sehr hohe Ansprüche an die Robustheit und die funktionale Sicherheit der Pitchantriebe gestellt. Darüber berichten wir in einem weiteren Video.